Man hört immer öfter in den Nachrichten, der demografische Wandel ist nicht aufzuhalten. Auch türkische und deutsche Politiker sprechen vom wichtigsten Thema der kommenden Jahre. Aber was ist der demografische Wandel eigentlich? Und wer ist davon betroffen? Der Begriff leitet sich von den griechischen Wörtern für Volk, Demos und Beschreibung, Graphe ab. Demographie ist also die Wissenschaft vom Volk und der demografische Wandel beschreibt Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur. In Deutschland sind diese Veränderungen seit den frühen 1970er Jahren zu beobachten. In der Türkei wird es seit den letzten Jahren genauso wichtig. Entscheidend ist hier das Ungleichgewicht zwischen Sterbe- und Geburtenrate. Es kommen nämlich weniger Kinder zur Welt, als dass alte Menschen sterben. Das Ergebnis: Die Bevölkerung wird immer weniger und dabei gleichzeitig immer älter. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Dabei gibt es Stichworte wie Antibabypille, aber auch Trends zu Single- oder Homo-Dasein. Aber der eigentliche Grund ist die Geburtenrate. Schon 2014 hatte deshalb der türkische Präsident die eigene Bevölkerung aufgerufen, mindestens 3 Kinder zu bekommen. Dafür wurde er aus linken Kreisen der Türkei, so auch in deutschen Medien, belächelt. Aber wer diese Politik wirklich ernsthaft hinterfragt, erkennt in dieser Ansprache des türkischen Präsidenten, was wirklich dahinter steckt. Denn es geht um die Existenz des eigenen Volkes. Die Geburtenrate in der Türkei stand 2019 bei 2,06. Würde es so bleiben, würde es heißen, dass durch 2 Menschen, also Vater und Mutter, auch wieder 2 kleine Menschen auf die Welt gesetzt werden. So würde sich die Anzahl Türken in den nächsten Jahren nicht verändern. In Deutschland ist die Geburtenrate 2019 bei 1,54. Das bedeutet, dass ein Paar in Deutschland durchschnittlich nur noch 1,5 Kinder zur Welt bringen. Nun, was bedeutet das für Deutschland? 2 Menschen setzen in Deutschland also nur noch 1,5 Menschen auf die Welt. Das bedeutet, die deutsche Bevölkerung nimmt ab, falls die Geburtenrate so bleiben würden. Die Politik muss deshalb in Deutschland noch mehr handeln als in der Türkei. Beide Staaten müssen jedoch entweder die Familienpolitik finanziell besser unterstützen, sodass es attraktiv wird, Kinder zu bekommen, oder Zuwanderer frühzeitig aus dem Ausland holen und integrieren, damit die Wirtschaft keinen Kollaps erleben wird. Nur so können auch ältere Menschen in Deutschland pflegerische Unterstützung in eigener Sprache erleben, und die Wirtschaft würde weiterhin in den Händen eigener Landsleute bleiben. Manche Länder setzen deshalb auch mehr auf Robotertechnologie. Was die Länder mit diesem Wissen machen, das sehen wir in der Politik der nächsten Jahre.